damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Free Hopes. Wir sind hier mal wieder im Speicherbildschirm. Keine Sorge, das wird sich bald ändern. Jedenfalls, wir haben beim letzten Mal das letzte Kapitel vom Prolog fertig gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir kommen jetzt endlich in den wirklichen Pfad der goldenen Hirsche. Jetzt geht die Story erst richtig los. Golden wildfire. To war. It is the end of 1181. 2 years have passed since the Officers' Academy closed its doors. Claude has inherited the leadership of Leicester and toils to unite the nobles in the region. With Edelgard ruling as Emperor of Adrestia and Dimitri sitting on the throne in Fargus, the 3 former schoolmates are striking out as the next generation of leaders. A new era is dawning in Fodlan, and much teeters at the brink of great change. Edelgard declares war against the Central Church, causing the first tremor of a major upheaval. Hey, thanks for coming. Sorry to make you wait. I couldn't get out of there any sooner. You're looking kind of worse for the wear. Is running the Alliance really that rough? Yeah, well, you know what they say. What doesn't kill you, but enough about me. How are things with you? Mercenary work keeping you busy? Hardly. I came to Regan territory expecting steady work from your house, you know. But it still hasn't materialized. How's a merc supposed to make a living like this? It doesn't matter how much I train my sword arm if there's nothing to swing at. Right. Sorry about that. I had a feeling your talents were going to waste here. Oh, he had a feeling, did he? Where were those feelings while we were left high and dry for these last 2 years? I've been getting by guarding the local inns and all, but I'm at the end of my rope here. You mind if I move on? I hear there's plenty of work in the south for someone like me. Whoa, slow down there, friend. Why do you think I asked you here? I'm ready to make you an official offer. And there it is, just as I expected. So war's coming then. That's right. The new Emperor of Adrestia seems determined to bring a fight to the rest of Fodlan. And many along our southern border are worried she'll come after the Alliance. Hence, all these meetings to plan our response. Are you familiar with the Leicester Roundtable? Not much. Just that it's a council held by some stuffy Alliance nobles. That's basically it. The Alliance crowns no king and bows to no emperor. So instead, we just have a bunch of meetings when we want to get something done. Also quasi Demokratie. Every last detail of Alliance policy and strategy has to be worked out and agreed upon by the 5 great lords at the Roundtable conferences. Naja, sowas ähnliches. Day after day, we go round and round, arguing and bickering over this or that. And as each of the lords only truly cares about their own skin, we never actually reach a decision on anything. No wonder you look like you've been put through the ringer. Guess being a noble's not all fun and games. You could say that again. And while we sit around twiddling our collective thumbs, the Empire and their army could be right on our doorstep. Nevertheless, I'll find a way to convince the other lords that they need to commit to deploying their troops. The real problem is what happens after. Armies need commanders, and those commanders need to be exceptional warriors that we can rely on. You're not gonna ask me to lead Alliance troops, are you? You, my friend, hit the nail on the head. I want you fighting alongside me as one of the Alliance's commanders. Hold on, I'm not a noble though. I'm not even a knight. Hey, Klaus hat seine geflochtene Strähne noch. Die ist jetzt so hinterm Ohr. Das Who ist cares cool. about titles? Isn't this why you came here in the first place? I came here to help you as a mercenary. I never thought I'd be commanding troops. Look, you'll be well compensated for your efforts. And you can do this. I know you can. What do you say?
Natürlich nehmen wir an. Hey, if there's money to be made swinging my sword around, I'm there. My coin purse will be happy about it too. Plus, it's not like I have anything better to do. I knew you wouldn't let me down. I have high hopes for you, my friend. Now then, looks like I've got a contract to draw up. Look who's here! It's been forever! Did you do something with your hair? Ich find's irgendwie schade, dass der Hauptcharakter kein Timeskip-Design hat. Alle haben eins. Na gut, eigentlich nur die Studenten. Nah, probably just lost some weight since you last saw me. You must not be eating enough. Those arms are like chicken bones. I imagine you've been doing a lot of mercenary work. You probably haven't had time for proper meals, what with the way things have been going. Time's not the issue here. Money is. And it's been really quiet in the Alliance, despite what's been going on elsewhere. The last 2 years have been hard on us mercenaries. It's not easy to land jobs when there's nobody to fight. Sounds like that's all gonna change at least. So, what are you all doing here? At the last Roundtable conference, each of the 5 Great Lords agreed to contribute soldiers and officers to the Alliance army. That's why I'm here. I'm guessing it's the same for you, Marianne? Yes. My adoptive father sent me. I'm in the same boat. Count Gloucester arranged my transfer. Oh, that's right. You're doing the whole night thing for Lawrence's father now. So halt, ich finde halt cool, dass wir jetzt dieses Hintergrundwissen aus Three Houses haben, dass halt in deren, also halt in Ignaz und Lorenz Supportgespräch, die ja sowieso arrangieren wollten, dass Ignaz Lorenz Ritter wird und dass das hier einfach so unter der oder hinter der Story einfach mal so gesponnen wurde, dass er das jetzt so ist. Das finde ich richtig cool. Raphael, didn't I hear your family started an inn? What are you doing here? Claude sent me a letter asking me to come, and there was no way I'd miss this. Same here. I guess Claude wanted to get all the golden deer back together, huh? That pretty much sums it up. There's no way I'm getting through this war without friends I trust by my side. And there's Claude. Now our little reunion's complete. Well, we are missing Lawrence. Yeah, Count Gloucester sent one of his newest knights in Lawrence's place. Yes. I suppose I should apologize for that. I have no doubt Lawrence has his hands full protecting the border right about now. And I'm guessing you're not exactly thrilled to see me instead of my brother. For the time being, I've asked Holst to see to our defenses in case Elmira decides to take another run at our borders. Besides, I'm not about to let the Empire see our best card on the first play. It's always been my plan to have you all here, and I'm sure we'll be reunited with Lawrence before long. After all, we'll be passing through Gloucester territory very shortly. The Aramid River serves as the border between the Alliance and Empire. I imagine we'll want to fortify its banks and close off the Great Bridge of Myrden. That is the plan. Yes, Claude? That's right. There are many large bridges spanning the Aramid, but the terrain on the eastern bank is less than ideal. The Great Bridge of Myrden is the only one suitable for crossing into the Alliance with a significant military force. So if the Empire is looking to attack us, blockading the Great Bridge will severely limit their options. Of course, that means the enemy will do everything in their power to take control of it. Können wir die Brücke nicht einfach sprengen? So, while I'm happy to see you all again, I'm afraid we don't have time to reminisce. He's right. We need to get ready to move out. So halt, wenn die Brücke weg ist, kommt sie da so schnell nicht rüber. Oh, wir haben immer viel. Nice. Naja, macht Sinn. Und Freikugel. Da haben sie uns aber ein schönes Zeit gegeben, oder? Scheint sich auszuzahlen, die Rolle der Kommandantin einzunehmen. Allerdings,
Hier läuft alles ganz anders ab als in den kleinen Trupps, mit denen ich früher unterwegs war. Jetzt habe ich einen Platz nur für mich, wo ich mich entspannen und meine Sachen in Ordnung halten kann. Das heißt wahrscheinlich, dass sie sich eine Menge von dir versprechen. Möglicherweise sogar mehr, als man aufgrund deines Titels erwarten darf. That reminds me. Ich muss schon sagen, das ist wirklich ein beeindruckendes Lager. Hast du gesehen, wie viele Händler es hier gibt? How tiresome. Bist du fertig mit deiner Besichtigungstour? Ich glaube, ich habe gehört, wie dein Arbeitgeber nach dir gerufen hat. Wir haben Scharnier. Und Lorenz ist weg. Und einige Einheiten haben neue Ausrüstung erhalten. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Lager hier genauso aussieht wie bei den Löwen. Es wäre halt so viel cooler gewesen, wenn es ein bisschen anders aussehen würde. Hallo Lucy. Müssen wir kurz mit Claude plaudern. Jetzt kommt jetzt mal diese ganze Tutorial-Sache, ne? Got a minute? Da bist du ja, Shira. Ich will dir einen kurzen Überblick über unseren Plan geben. Kriegskarte! How's that? Sieh dir diese Karte an. Unser Lager liegt genau hier. Ich muss ehrlich sagen, mein Auge ist gerade automatisch nach Fargus gegangen, weil wir da ja beim letzten Mal waren. Und wir begeben uns zur großen Brücke von Mörden, die sich hier befindet. Die Sache ist, dass die dazwischenliegenden Gebiete es nicht schaffen, die Ordnung zu halten. So können wir die Gebiete nicht durchqueren. Long story short, Wir werden die Banditen vertreiben müssen, um einen sicheren Weg zur Brücke zu gewährleisten. Stelle sicher, dass du bestens vorbereitet bist, damit du es später nicht bereust. Es könnte sich lohnen, den Übungsplatz und den Marktplatz I'm aufzusuchen. counting on you. Verwende sie, um deine Waffen zu verbessern und dich auf den Kampf vorzubereiten. Wir haben noch kein Schnellreisen. Ich muss da manuell hin. Wie schön. Dann joggen wir da mal kurz hin. Hi. Hier könnt ihr eure Körper und Geist stehlen und neue Klassen erlernen. Eine gute Vorbereitung kann nie schaden. Wir werden euch hier sicher öfters sehen. Da gehe ich mal von aus. So, erstmal. Ich will das Level zurücksetzen. Ich kann das Level nicht zurücksetzen. Ich will auch nur das Level zurücksetzen. Ach, hier geht das. So, plus. Jetzt geht's. Dann stellen wir uns mal auf 3. 3 ist gut. I'm kidding. Das passt hier, glaube ich, ganz gut rein, Liz. Raphael ist der Nächste. Den stellen wir mal auf 4. Den haben wir jetzt nicht so benutzt. So, Ignaz stellen wir mal auch auf 3. Und machen wir auch mal 4. Wir können es uns ja leisten. Wir kriegen dann gleich noch eine passende Klasse, dass das nicht so auffällt. Und dann passt das alles wieder. Aber bei Lorenz geht das auch sehr gut. So. Ach, hier sind noch die ganzen anderen. Ist ja cool. So, dann machen wir mal kurz hier die Klassen. Ach, du hast den Weibermeister hier schon drauf. Mal sehen, was heißt denn? Gewährt den Klassenaktionen von Steppenfliegern und Weibermeistern eine zusätzliche Feuerballsalve. Oh, das ist quasi dasselbe, was Dimitri auch hatte. Der konnte ja eine Lanze mehr werfen. Er hat gar keine Waffenpflege. Na, ich schätze, wir gehen erstmal den Schützenpfad. I still have some. So, bei Hilda. Was haben wir hier? Ich würde sie gern zur Soldatin machen, dass wir ihr den Pegasus runtergeben können. With proper training, you'll be unstoppable. Da können wir ja so eben rein switchen. So. Naja, wir geben ihr dann auch natürlich eine entsprechende Lanze, bitteschön.
So. Training can be the Wo waren wir difference stehen between geblieben? victory and Klassen. defeat. Lassitia ist noch nicht so weit. Leonie ist auch noch nicht so weit. So, Shamir. Shamir ist schon Scharfschützin. Shamir haben wir auch gar nicht so viel benutzt, ne? Aber die Scharfschützen hat sie wahrscheinlich schon, weil sie das ja auch in der blauen Löwe Vater hatte. Wir machen sie mal gleich als Magierin. Can't wait to see how you do. So, einmal kurz Klassen wechseln. So. Sehe, wir haben Support, da kümmern wir uns gleich drum. Time to work you into shape. So, das hier kommt als nächstes. Da. Machen wir hier Tänzerin weiter. Und wir lassen dich das lernen. Dann haben wir hier, packen wir hier Hilda rein. Kann sie hier Soldatin lernen. Dann kriegt sie die Pegasus-Klasse vielleicht auch noch ein bisschen eher. Dass beide Soldaten lernen. Dann Laetitia und Marianne können wir hier reinschmeißen. Dann können die beiden nämlich Magie üben zusammen. Oh, Marianne ist fast fertig. Dann lassen wir sie Kämpferin üben. Dann hier können wir... packen wir noch Ignaz rein. Der kann dann hier Mönch üben. Kann Raphael alleine trainieren? Vielleicht. Probieren wir es aus. Ach, er hat Teufelshieb. Sollte alle anderen dürften jetzt vergeben sein. Ja. Auch von den einen können wir keinen reinschmeißen. Da muss er alleine üben, falls das geht. Scheint zu funktionieren. Not bad, huh? This'll help me. Not gonna. So, können wir uns gleich ein paar Fähigkeiten holen. I bet. Glad I haven't. I'll remember. Sind wir bald fertig? Gut. Time to work you into So, shape. dann können wir nämlich die ersten Klassen wechseln. Du bist dann noch nicht so weit. Du bist da auch noch nicht so weit. Ist denn da fertig? Ist hier irgendeiner fertig oder warum hat das aufgehört? Oh, das sieht hier aber fertig. Machen wir erstmal die Priesterin-Klasse bei ihr. Oh Gott, ist sie weiß. Sie sieht einfach aus wie ein Gespenst. Marianne ist auch fertig. Ich glaube, es ist ganz witzig, wenn wir sie mal als Ritterin kämpfen lassen. I never pictured. Haben wir eine schwächere Axt, der wäre noch eine Eisenaxt zu gut. Hier haben wir Pegasus Ritter und Dingsterbumster. Definitely something. So, setzen wir sie mal aufs Pferd. Und Shamir kriegt die Banditenklasse als nächstes. Oh, das Grün steht hier aber. So. Und Lorenz ist hier auch durch. Den haben wir ja gar nicht drin. So, einmal können wir den noch. That's enough for today. So. Hat mal gereicht. Not. Sehr gut. Training can be the difference between Dann können wir noch ein paar victory Klassen and wechseln. defeat. Naja, mit uns nicht. Hier waren wir, ne? Das ist Essenz des Windes.
Ist halt immer ganz nice, um die persönlichen Fähigkeiten noch ein bisschen zu boosten mit Teufelshieb und dem anderen. Oh, jetzt haben wir ihn wirklich in die Klasse gewechselt. Naja. Dann zaubert er ein bisschen Raum, kriegt aber hin. Du gehst in die Pegasus-Ritterklasse. Dann, ich glaube, Raphael war soweit noch nicht durch, oder? Oh doch, er war fertig. So, ja, wir waren bei Ignaz. Oh, wir haben keine Mittelstufensiegel mehr. Unglücklich. Können wir mal eben kurz hinjoggen. So, hier ist Waffenmeisterin. Können wir Sachen schmieden. Willkommen, schaut euch unsere großartigen Waffen an. Ach, wir haben ja gar kein Tutorial. Perfekt, dann können wir gleich weiter. Schmied ist noch nicht da, ne? Ein bisschen doof. Mal gucken, ob wir hier gleich Dingsens kaufen können. Ja, wir können hier wir können hier Ultimas. Ach ja, der Shop hat sich ja übernommen. Das Nötigste haben wir zumindest. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Jetzt können wir wenigstens schon mal zu den Sachen hier gehen. Zurück zum Lehrmeister. Wir waren hier noch nicht fertig. So, wir waren bei Leonie. Ja, wir waren bei Leonie fertig und wir waren bei... Oh, nein, so weit waren wir noch nicht. Wir waren bei Lassitia. Die ist noch in der Klasse unterwegs. Marian haben wir gewechselt. Gut. Hat sich das gerade wieder aufgefüllt? LOL. Und mit Ignaz waren wir durch. Cool, dann können wir gleich nochmal trainieren. Na dann. Dann trainieren wir eben gleich nochmal. Take a nap yet? Wo ist Raphael? Ist ja gar nicht mehr drin. So. Ein Stern. Und dann können wir weitermachen. So, geht das Ganze mal ein bisschen schneller hier voran. Not gonna forget. Just How's this? Can't. What? I'll put this. I'll remember Oh, schön. Sie hat voll in Schwarze. I've got time to work. Ich weiß zwar nicht, wo diese Punkte herkamen, aber ich nehme sie gerne. Und wir haben den Dolch tatsächlich noch übernommen. Cool. Geben uns mal ein schwächeres Schwert. Mal sehen, haben wir ein Giftschwert oder so? Oh, wir haben den Reiper wieder. Wie sie hier jetzt alle als Magier unterwegs sind und so weiter. Ja, das glaube ich dir sofort. Mal sehen, wir haben jetzt ja auch Sachen, dadurch, dass wir New Game Plus haben, wir können die Reputationspunkte ausgeben. Mal sehen, Einheiten. Oh, wow. Hallo. Wir haben Ria freigeschaltet. Das ist ja eine Gesegnete. Und so, das können wir auch freischalten. Ja, wow. Und die sind auf Level 50. Mal sehen. Oh, wow. Ja, nehme ich. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. Oh, hier ist ein Stein der Erfahrung, ein Stein des Wissens zu geben. Die hätte ich mal eher holen sollen. Sieht so aus, als bräuchten wir ein paar Reputationspunkte. Wir müssen mal eben kurz das Level von denen zurücksetzen. Die sind ein bisschen zu krass. Mal sehen, wo sind die denn? Bestimmt hier bei den anderen. Da. Na gut, ich meine, solange die hier bei denen hier sind, geht das ja. Was haben die für Klassen? Haben die irgendwelche speziellen Klassen? Sieht nicht so aus. Außer hier
sie hat eine eigene Klasse. Sie hat aber keine Totenpriesterin. With proper training, you'll be unstoppable. Dann schauen wir uns die mal eben an. Dann haben wir als erstes Sotis. Sie hat einen Silberbuch. Mal sehen, sie hat schon ziemlich viele Fähigkeiten. Sie hat göttliche Laune. Erschaffe alle 300 Treffer ein magisches Siegel, das mit einem Element verstärkt ist und automatisch angreift. Maximal 3 Siegel. Dann hat sie noch unantastbar. Hebt für kurze Zeit jeglichen erlittenen Angriffsschaden auf, nachdem eine perfekte Abwehr, ein perfektes Ausweichmanöver oder ein Luftmanöver ausgeführt wurde. Und Zeichen der Zeit. Beim Befehl zum Beschützen, Gegner durch Gegner erlittene Schaden um 30% reduziert. Wow. Dann haben wir hier Ria mit ihrem reinigenden Regen. Die Signaturfähigkeitsanzeige wird durch die Angriffe etwas gefüllt. Drücke bei voller Anzeige ZR, um Feuer auf deine Gegner herabregnen zu lassen. Gefällt mir. Dann haben wir Macht der Heiligen. Füllt nach und nach einen sehr kleinen Teil der Erweckungsleiste wieder auf. Und gnädige Schutzherrschaft. Beim Befehl zu beschützen, durch Gegner erlittener Schaden um 30% verringert. Hat sie denn so viel Zauber? Hat sie bestimmt auch was. Ja, sie hat immer die Essenz des Feuers. Jetzt macht ihr Feuerring vielleicht noch ein bisschen stärker. Ein bisschen auflodern. Beim Angreifen verringert die Einheit die Resistenz des Gegners proportional zu ihrem Glück. Wow. Hat sie also seit Waffenpflege. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat sie ihr Sturzflughieb. Hat Sonne. Hat sie ihr Segen der Göttin. Wenn die Einheit eine bestimmte Zeit lang keinen Schaden erlitten hat, erzeugt eine Barriere, die einst gegnerischen Angriff jeglicher... Wow. Und Gegenangriff. Gegner allein Schaden proportional zu dem, den sie verursachen. Wow. Mal sehen, was hat so das denn hier so? Oh, sie hat einen Ritter. Ist auch nicht schlecht. Und sie hat Essenz des Lichtes. Sie hat aber keine Waffenpflege. Und sie hat die Negation für Flieger. Aber kein Deathblow. Und sie kann auch hier Berittene negieren haben. Hat sie hier noch Sonne, der doppelte Ansturm. Aber witzig, dass sie keine eigene Klasse hat. Dann haben wir hier Avel. Avel hat auch keine eigene Klasse, das ist eine Grammary. Lol. Mal sehen, der müsste ja eher so Dunkelzauber haben, ne? Der hat keine Elementessenz, kein Teufelsziel. Hat keine Waffenpflege. Kein Flieger negieren. Hat standhafte Haltung. Keine berittene Einheit negieren. Aber er hat Falkritter. Moment. Moment. Ist Avel ein Mädchen? So halt. Männliche Einheiten haben keinen Pegasus-Ritter. Warum hat er die? Und er ist ja, wird ja auch als Grammary bezeichnet. Männliche Einheiten sind Dunkelbischöfe. Ich glaube, das ist Dudine. Oder das liegt daran, dass Avel vielleicht geschlechtsneutral ist. Ich glaube, es gibt keine exklusiv männlichen Klassen, ne? Oh, er wird auch als Gaunerin bezeichnet. Ich dachte immer, Avel ist ein Kerl. Ist ja witzig. Mal sehen, was hat er denn? Sie hat Dualität. Angriffe werden mit Licht oder Dunkelheit verstärkt. Drücke ZR, um zwischen beiden hin und her zu wechseln und einen zusätzlichen Angriff auszulösen. Dann hat er noch Agathas Arcana. Bei einem Treffer durch gegnerische Angriffe verursacht beim Gegner in der Nähe eine kleine Menge proportional zum erlittenen Schaden. Das ist ein eingebauter Distant Counter. By the way. Das ist ja witzig. Ich setze die mal zurück. Vielleicht haben wir irgendeine Möglichkeit, die in der Zukunft einzusetzen. So ausprobieren würde ich die ja tatsächlich sehr gerne. Die sagen auch gar nichts. Lassen sie einfach so mit sich machen. Wir haben eine Auszeichnung. Absolut-Meisterin. Well, how'd it go? Wir haben einen Energietropfen bekommen. Cool. Und wir haben Supports. Um die kümmern wir uns noch. Dann können wir beim nächsten Mal frisch ausprobieren. Wir haben eine ganze Menge Supports. Ich weiß nicht, ob wir die alle schaffen in einer Folge, aber let's go. Hey, Claude.
Looks like you had another one of those meetings. You finally finished? For today, yeah. But we're picking up right where we left off tomorrow. Ugh, that's a lot of talking. What could possibly call for that much discussion? Well, first, we need to settle on a direction for the Alliance. And then come all the pesky little details. All responsibilities need to be doled out fairly, but each territory has different resources and different circumstances, you know? So it's tricky to figure out what's really fair. There's no one answer that works across the board. But you're their leader. Can't you just make a bunch of decisions and get it over with? No can do, I'm afraid. I may be the leader, but I'm still just one of the 5 great lords. Sure, I may be the idea man, but I don't have the authority to enforce anything on my own. On top of all that, most nobles are experts at focusing on what's good for their own territory instead of what would benefit the Alliance as a whole. When priorities clash, the debates just go around and around in endless circles. Makes me wonder if we'll ever reach a consensus on anything. Hold on. Do you really think you'll win the war like this? You'll always be on the defensive if you can't act decisively. I hear you, believe me. The process works much better in times of peace, but since we're at war, it's frustrating to say the least. What's worse is that it's near impossible to get a read on the situation. I don't have the foggiest idea how we're going to overcome this. Say, mind if I pick your brain? What would you do in my shoes? What, me? Well, I guess I'd... Ich würde das ganze System abschaffen und ein besseres einführen. Das ist ja nicht mal richtige Demokratie. Just hit him with the old ba-bam, you know? That's the way. Ba-bam, right. Think you could elaborate on that a little? What I'm saying is, why not just get rid of all the talking? You mean get rid of the Alliance's council altogether? Ja, macht ein besseres System. Exactly. Das ist Kacke. If you give yourself more authority, then it won't take as long to make decisions. It doesn't even have to be permanent. You could go back to the old way once things are peaceful again. Ja, eben. But I guess that wouldn't go over too well with the other nobles, huh? Actually, I think you're onto something. Can't say it hasn't crossed my mind before. If folks at the Round Table just keep looking out for their own territory's interests, we'll be in a world of hurt if the Alliance is ever invaded. I just wish they could see that. Whoa, are you seriously considering it, Claude? Of course. Unfortunately, the possibility of it actually happening right now is basically zero. But you've given me a lot to chew on. Let's do this again sometime. Just say the word. Oh, Claude hat nicht so ein Schloss davor wie Dimitri. Das war wohl so ein Dimitri-Only-Ding. Ah. Oh, hey, Ignatz. What you reading? Wow. Yeah, he definitely didn't hear me. Hey, Ignatz! Ah, what? Oh, it's you. Can you please try to not sneak up on me like that? Sorry about that. I was trying to talk to you, but it didn't seem like anything was getting through. Looks like you're really into that book, whatever it is. What's it about? Doesn't look like battle tactics at the very least. You're right. This is the Traveler's Journal. It chronicles places that lie beyond Fodlan's borders. You've seriously been lugging books around with you? Though I admit, that does sound like a good one. Yes, it's fascinating. The author's unknown, but whoever it was really traveled to all these places and documented everything. It's amazing how vastly things can differ depending on where you are, like the plants or the animals or even the ore in the ground. And of course, the way people live in those areas is so diverse too, like their food and their clothes. But
what's most interesting to me is the architecture. Ruins in Fodlan contain ancient architectural styles that are, for some reason, also found on faraway islands. All right, I get the picture. You talk like you've seen it all firsthand. Well, I really try to place myself in the author's shoes when I read. So I guess in a way, I have. I'd love to visit all those places myself, but that's easier said than done. Especially since I became a knight. The way you say that makes me think you never wanted to be a knight in the first place. Oh, no! No, of course I did. At any rate, both my father and my brother are pleased that it's official. Sounds to me like you became a knight for them. That's not it at all. I'm very happy with my decision, honest. Even though you can't go off traveling? Yeah, getting sent out to different locations for battle is kind of the same thing. Oh, but of course the mission always comes first. It's not like I go off wandering whenever I feel the urge. Uh-huh. But you would if you could, right? Why do you keep asking me about this? All these leading questions, they're uncalled for. I might not be able to travel of my own volition, but I can read books and go wherever I want in my imagination. And that's good enough for me. Oh Mann, das tut mir irgendwie leid. So ein paar haben wir noch. Oh, die haben sich auch nur einen B-Support als höchstes. Anyone here? Oh, Hilda. Perfect. I am, aren't I? Now, what do you need? I was thinking about getting another round of practice in, but I need a partner. And here you stand. So what do you say? What? But it's so late! Yes, but I just thought up a fantastic move, and I need to try it out or I'll never be able to sleep. Yeah, but I've already bathed, and I really don't want to get all sweaty and gross again. Wait, is that you? You smell amazing. I know! I use floral oils. Nicht da schon wieder. I've got a whole bunch of them, and I mix and match based on the situation or just, you know, mood. Wow, that's impressive. I bet you're wondering why I go to all that trouble, right? Well, scent is very important. One whiff of something nice can turn a person's entire day around. I get that, but I don't really think it's for me. I'm always training or hunting or something, and the constant sweat would probably wash it right off. Which is exactly why you should use floral scents. Then you'll smell like a delightful bouquet and not some kind of hog farmer. Oh. I mean, you're cute already, but you could be the whole package if you just leaned into it. You think I'm cute? No one's ever said that to me before. Or anything even remotely like it, actually. You know what? Let's just do it! Come to my tent. That's where I keep the stash. I really don't think this is for me. Oh, don't be silly. It is absolutely for you. No, really. Besides, I have to go practice that move. Well, too bad. But I'll come find you tomorrow, okay? Oh, this is so exciting! Wait, I don't think I actually agreed to anything. Never mind. I'm leaving. Bye. Yep, just a little bit of effort and she'll really be the whole package. So, den nächsten. Einen haben wir noch. Ist doch nur ein C-Support. Wow. As I told you before, I do not have a crest.
Why do you insist on Ach, hiding er it? wieder. It can only mean your crest is somehow... Please stop. What's going on here? Lysithea. What were you saying about crests? Go on. I study them every day without fail, so this is extremely relevant to my interests. I do hope you have proof of your theory, though. Spewing out unfounded platitudes will just lead to consequences you definitely don't want. I might not look it, but I'm a general in this army. Ah, well, we were just finishing our conversation. Now, if you'll excuse me. Thank you, Lysithea. Think nothing of it. I stepped in of my own accord. You appear to hold a secret or two regarding crests. Well... No need to answer. We all have things we prefer to keep hidden. Still, your situation hits rather close to home for me. Perhaps too close. What? So if you ever need assistance, don't hesitate to ask. We secret keepers need to hold strong with each other after all. Ja, stimmt, sie hat 2 Wappen. Das ist ja auch sehr unüblich. Oh, and I'm not saying this because I pity you. But you clearly find your secret painful. In light of this, maybe I've been a bit too harsh on you in the past. Oh no, you haven't been harsh at all. I'm merely envious of how strong and level-headed you always appear to be. I never would have guessed you hold a closely guarded secret just as I do. I'm not gonna tell you, if that's what you're after. Yes, I suspected as much. Still, perhaps you would be willing to hear mine one day? I feel like being around you gives me the courage to finally set it free. I would be happy to hear you out, and also to help rectify the situation if possible. I know quite a bit about Crest's scholarship. That fool talking to you earlier couldn't hold a candle to me. Thank you, Lysithea. I already feel a little bit braver. I'm offering you the full might of my assistance. I hope you can do better than a little. I mean a lot. Habt ihr gerade die Libelle im Hintergrund I'm going to gesehen? feel a lot braver. Die ist mir noch nie aufgefallen, dass da einfach eine Libelle rumfliegt. Jedenfalls, ich wollte noch mal bei Marianne gucken, wie wird ihr Wappen eigentlich angezeigt? Als Fragezeichenwappen? Oder einfach als Wappen der Bestie? Ja, einfach als Wappen der Bestie. Warum nicht? Und sie hat halt, wie gesagt, hier die 2. Also sie hat halt das Gloucester-Wappen und sie hat das kleine Karen-Wappen oder Sharon-Wappen? Keine Ahnung. Na gut, jedenfalls, wir machen an der Stelle eine Pause. Die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden. Dafür haben wir alles schön in einem Pot unterbekommen. Dann geht es beim nächsten Mal direkt in die Schlacht rein. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darauf freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao!